Hallo ihr lieben Kreativen, herzlich willkommen auf meinem Kanal Mellies Moments. Herzlich willkommen in meiner kreativen Welt und zu einem neuen Video. Und ich wollte heute ganz kurz nur mal mit euch über Farben mischen und Farbwerte und Farbwärme, ich weiß gar nicht, heißt das so, Farbwärme, Farbwerte reden. Ähm, Viele von euch malen ja schon längere Zeit und kennen sich wahrscheinlich auch ganz gut aus und haben auch schon ein paar Videos von anderen Künstlern vielleicht dazu gesehen. Und ja, ich wollte das heute anhand noch mal meines Kastens mit euch ein bisschen durchgehen und euch zeigen, warum ich diesen Kasten so zusammengestellt habe, wie er hier ist. Ja, ich habe hier nämlich auch ganz speziell darauf geachtet, dass ich verschiedene kühle und warme Farben habe. Zum Beispiel habe ich hier ein kühles Gelb, ein Zitronengelb und ein warmes Gelb, ein Indischgelb. Genauso habe ich ein warmes Rot, das Zinnoberrot, und ein eher kühles Rot, das Kaminrot. Dann habe ich einen neutralen Blauton. Und mit diesen, im Grunde mit 3 Farben, kann man ja schon ganz, ganz viel mischen. Und ich zeige euch aber gerne auch noch mal, wie unterschiedlich das ist, wenn man die Dinge untereinander kombiniert. Ja, also wir machen erstmal so den Klassiker. Ich habe meine Farben nass gemacht. Ja. Ihr habt die Grundfarben. Ich habe hier einen Gelbton. Ich nehme mir hier auch mal meinen Teller zur Seite. Mache hier gleich mal mein Gelb auch hier auf den Teller. So. Und dann noch mal ein bisschen mehr auf der. So. Und ich möchte euch jetzt schon mal zeigen, was das für einen Unterschied macht, ob wir diesen Gelbton nun mit einem warmen Rot mischen. Also zum Beispiel Gelb und dieses Zinnober zusammen. Ja. Was dann dabei herauskommt, das mache ich jetzt hier mal auf den oberen Fleck. Die beiden kombiniert, kommt ein sehr schöner Orangeton raus. So, dann habe ich das gleiche Gelb. Oh, mein Pinsel war nicht ganz sauber. Also Zitronengelb im Grunde. Nochmal den Pinsel besser auswaschen. Ja, also das Zitronengelb. Jetzt mal kombiniert mit dem bläulichen Rotton. Ja. Und der orangefarbene Ton wird nicht mehr so leuchtend warm, sondern ein bisschen kühler von der Art her. Das gleiche können wir jetzt mal machen. Den warmen Gelbton, das Indischgelb. Ich mache mir hier auch wieder 2 Flecken. Auf meinen Teller. Drehe es mal, damit ihr das seht. Und mache jetzt das indische Gelb mit dem warmen Rotton. Ein sehr schöner, cressfarbener, heller Orangeton. Und das Indischgelb mit dem kalten Rot. Einmal. Und schon haben wir durch die Kombination ganz unterschiedliche Farbtöne, allein schon in der Richtung. Ja. Jetzt können wir das genauso mal weitermachen. Wir machen mal das warme Rot. Und das kalte Rot.
Hier nochmal. Oh, ich habe mein Handy nicht auf lautlos gemacht. Entschuldigt bitte. Muss ich gleich erst nochmal umändern. Machen ganz kurze Pause. So, und das warme Rot mit dem neutralen Blau. Das ist ein echt Blau, das ist ein neutraler Farbton. Also es ist ich finde jetzt kein Blau, was besonders warm oder kalt ist. So, und jetzt mische ich diese beiden mit dem jeweiligen Rot. Das heißt, das Warmrot mit dem Blau ergibt schon fast ein Grau. Und das ist so, weil in dem Rotton ein Gelbstich enthalten ist. Deshalb sieht es eher gräulich aus. Wenn ich das Ganze jetzt, das Blau mit dem Kaltrot mische, kommt tatsächlich ein schönes Lilafarben dabei raus, so wie man es kennt. Ja, und deshalb macht es einen Unterschied, welche Rottöne ihr zum Mischen nehmt, wenn ihr einen Lilaton haben wollt. Den Lilaton kann man jetzt je nachdem, ob man ihn mehr bläulich haben möchte oder mehr rötlich, verändern. Hier machen wir noch mal ein bisschen mehr Blau hinein. Genauso kann ich es aber auch verändern, indem ich da noch mehr Rot hinzumache und kriege dann mehr so eine Art Purpurfarben. Ja. So, und dann bliebe uns noch das Zitronengelb. Zitronengelb mit dem Blau. Und das warme Indischgelb. Auch jeweils mit dem Blau gemischt. Wird schon ein bisschen knapp hier mit meiner Karte. So, mal hier genug Farbe hinmachen. So. Also Zitronengelb mit dem Echtblau und Indischgelb mit dem Echtblau. Und dann schauen wir doch mal, was dabei rauskommt. Zitronengelb mit Echtblau kommt ein kühles Grün heraus. Indischgelb mit dem Echtblau. Kommt ein warmer Grünton dabei raus. Ja, der ist schon fast so ähnlich wie der Grünton, der hier drin ist. Der hat noch ein bisschen mehr Gelbstich. Ne? Das ist, ja, und so könnt ihr schon mal sehen, wie ihr mit wenigen Farben, also das waren jetzt nur 1, 2, 3, 4, 5 Farben, eine ganz breite Palette an anderen Möglichkeiten noch bekommt. Und je nachdem, wie ihr die Zusammensetzung macht, wirkt euer Bild eher kühler, wenn ihr nur die kühlen Farben benutzt, oder es wird wärmer, ne? Für Blumensträuße speziell. Aber auch da sind jetzt diese Zwischentöne richtig schön möglich. Ja, was habe ich noch in meiner Palette? Ich mache noch mal, ich drehe das hier noch mal hin und mache für euch noch mal. Ich habe hier noch ein Magenta in meiner Palette drin. Ein sehr schöner Ton, so ein richtiger Pink-Magenta-Ton. Den kann ich natürlich auch mit allen möglichen Sachen hier aus dem Kasten nochmal verändern und mischen.
Machen wir noch mal ein bisschen Blau dazu. Haben wir richtig schönen Blau-lila Ton schon. Machen wir zu dem Magenta. Ich mache das hier. Ich muss euch immer den Teller so ein bisschen drehen. Einmal noch ein bisschen kühleres Rot. Da haben wir hier schon fast so ein Rosenrot-Pink. Das ist wirklich ein Rosenrot. Was für eine coole Farbe. Aus dem Magenta gemischt mit dem kühlen Rot. Ne? Ich habe hier schon eine tolle Farbpalette jetzt für Blumen. Also richtig schön kann ich was damit machen. Werde ich dann vielleicht auch gleich. Wir haben das Magenta. Und probieren einfach mal aus. Gehen mal hier in die Mitte. Was passiert denn, wenn ich das Magenta mit dem warmen Rot mische? Da kommt auch wieder eine Rosenfarbe bei raus, aber die fühlt sich wärmer an als die Farbe, die wir eben gemischt haben. Aber auch ein sehr schöner Farbton. Ich nehme jetzt noch mal meine kleine Mischpalette. Ich nehme jetzt mal ein bisschen Magenta. Und mische das mal mit den unterschiedlichen Gelbtönen. Erstmal gut sauber machen. Magenta mit Zitronengelb. Das ist schon fast, wenn man es jetzt noch heller nimmt, ein Hautfarben. Könnte man da, na, ist doch zu gelblich. Könnte mit dem warmen Gelb aber funktionieren. Ich probiere es jetzt mal. Warme Gelb. Ja, das ist das Hautfarben. Ein Hautfarben. Ihr denkt vielleicht, naja, Haut, doch. Ich zeige es euch mal mit viel Wasser. Habt ihr ein wunderbares Hautfarben gezaubert. Ja, und so geht es immer weiter. Probiert euch mit euren Kästen, die ihr habt, aus. Probiert euch mit euren Grundfarben, die ihr habt, aus. Und schaut einfach mal und ihr seht schon, was jetzt hier für eine riesen Farbpalette entsteht. Und ich habe noch nicht mal, ich habe gerade mal die Hälfte der Farben durch. Ja, ich habe ja noch dieses wunderschöne Perilane Violett drin. Das ist eine tolle Farbe. Dieses Grau, Rauchgrau oder wie sich das schimpft, müsste ich jetzt noch mal gucken, wie es genau heißt. Auch super. Wenn ich das jetzt jeweils noch mit den Farben kombiniere, habe ich wieder unfassbare Möglichkeiten. Und deshalb sage ich euch immer wieder, probiert eure Farben aus, macht Farbkreise, macht Kleckse, mischt neue Farben mal dran. Also sprich, nehmt euch einfach eure Farbgeschichten, die ihr habt, lasst es laufen und setzt die anderen Farben dran und guckt, was passiert denn, wenn sich das vermischt. Ja, wie reagieren die Farben miteinander? Lila und Gelb sind immer tolle Kombinationen. Hier dieses Lila, Orange, Gelb. Und ihr habt da unfassbare Möglichkeiten, ja, Übergänge zu schaffen, schöne Strukturen zu schaffen, mit Wasser zu arbeiten, heller zu werden. Darüber, je mehr Wasser, desto heller wird der Farbton. Und ja, probiert euch aus. Guckt euch das an, was hier für schöne Sachen entstehen. Zarte Blumenfarben. Richtig toll. Und das alles mit diesem Kasten. Ja, wo 12 Farben nur drin sind. Und ihr könnt eine Palette euch selber erstellen
Ne, wenn ihr so eine kleine Mischpalette habt und ihr mischt euch die Farben, die müsst ihr nicht abwaschen. Lasst die einfach da drauf und macht sie euch wieder feucht mit so einem Sprüher und nutzt sie fürs nächste Mal wieder. Von daher, ja. Ich hoffe, ich konnte euch zeigen, was alles möglich ist. Und je nachdem ist natürlich klar, je mehr Gelbanteile ihr macht, desto gelblicher wird der Farbton, je mehr Rotanteile ihr macht und. Das ist alles ein Ausprobieren. Aber wenn man hier schon sieht, was hier für schöne, coole Farben bei rausgekommen sind, mit der kleinen Farbdose, ja, da bin ich ganz glücklich. Ich hoffe, euch gefällt diese Zusammenstellung, wie ich sie gemacht habe. Ja, ach so, mit dem Braun, ne? Ich hatte ja immer gesagt, wir brauchen kein Braun. Nee, brauchen wir auch nicht. Braun entsteht durch alle 3 Farben. Und je nachdem, welche ihr jetzt benutzt, ja, wird auch das Braun unterschiedlich. Also, ich habe jetzt mal hier das Zitronengelb. Da mache ich ein bisschen bläuliches Rot dazu. Und ich mache ein bisschen Blau dazu. Komme hier schon in so einen Olivfarben fast rein. Noch mal ein bisschen mehr Blau. Und habe hier jetzt schon ein kühles Braun. Bald ein Braungrün ist das eher. Mache ich da noch mal ein warmes Rot dazu. Verändert sich mein Braunton schon zu einem Beerenbraun. Ja, und so könnt ihr, das ist ja echt ein olivgrünen Braun, habe ich da gebaut. Ein Beerenbraun. Ein bisschen warmes Gelb dazu. Ja, sehr schönes Braun. Und je mehr Gelb ihr dazu macht, desto mehr geht es Richtung Ockerfarben dann nachher. Also, ne, man braucht in der Palette keine Brauntöne. Brauntöne lassen sich so einfach selber mischen. Okay, ja, ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen weiterhelfen. Ich hoffe, ich konnte euch inspirieren, mit euren Farben zu mischen und zu gucken. Und ja, wenn ihr Fragen habt, fragt gerne. Ich beantworte immer alles gern und wünsche euch ganz viel Spaß beim Ausprobieren. Macht's gut, eure Melanie.